Deine Fersen sind die Schwerlasttransporter deines Körpers. Bei jedem Schritt lastet das gesamte Körpergewicht auf diesem biologischen Stoßdämpfer, der im Gegensatz zum Rest deiner Haut über keinerlei Talgdrüsen verfügt. Die Ferse kann sich also nicht selbst einfetten. Wenn die Haut dort austrocknet und durch den permanenten Druck ihre Elastizität verliert, entstehen sogenannte Schrunden. Diese Risse sind nichts anderes als architektonische Brüche in der Schutzmauer deines Körpers. Um rissige Fersen nicht nur kurzzeitig zu glätten, sondern das Problem an der Wurzel zu packen, musst du die Biochemie der Haut verstehen und eine Strategie wählen, die über das bloße Eincremen hinausgeht. Nummer 1: Harnstoff. Der wichtigste Wirkstoff in deinem Arsenal ist Urea. In einer Konzentration von 10–25% wirkt Harnstoff als potentes Keratolytikum. Das bedeutet, er löst nicht nur abgestorbene Hautschuppen, sondern bricht die harten Proteinverbindungen im Keratin der Hornhaut auf. Urea ist ein natürlicher Feuchthaltefaktor, der Wasser tief in die unteren Schichten der Epidermis zieht und dort bindet. Wenn du Ureasalbe aufträgst, programmierst du die verhärtete Haut um. Sie wird von einem spröden, panzerähnlichen Zustand zurück in ein elastisches Gewebe verwandelt. Ohne diesen Wirkstoff perlt Feuchtigkeit oft einfach an der dicken Hornschicht ab, ohne jemals dort anzukommen, wo die Risse entstehen. Nummer 2: Der nächtliche Feuchtigkeitstresor. Wasser allein verdunstet, bevor es wirken kann. Um rissige Fersen über Nacht zu transformieren, nutzt man die physikalische Okklusion. Nach dem Auftragen einer stark fetthaltigen Salbe, idealerweise auf Basis von Lanolin oder Vaseline, ziehst du dicke Baumwollsocken an. Dieser Gewächshauseffekt verhindert die Verdunstung und erhöht die Hauttemperatur leicht, was die Poren öffnet und die Aufnahme der Wirkstoffe massiv beschleunigt. Die Lipide fungieren hierbei als biologischer Mörtel, der die winzigen Risse in der Hautbarriere auffüllt und versiegelt. Während du schläfst, wird die Ferse so stundenlang in einem intensiven Feuchtigkeitsbad eingeweicht, was selbst tiefste Schrunden innerhalb weniger Tage zur Heilung bringt. Nummer 3: Säure statt Schmirgeln. Ein klassischer Fehler ist der exzessive Einsatz von Bimstein oder Metallraspeln. Wenn du die Hornhaut mechanisch wegrubbelst, reagiert die Haut oft mit einer Schutzhyperkeratose. Sie bildet als Antwort auf die Reizung und Reibung nur noch schneller und dicker neuere Hornhaut nach. Ein viel eleganterer Weg ist die chemische Exfoliation mit Salicyl oder Milchsäure. Diese Säuren senken den pH-Wert der Haut und lösen die Zementverbindungen zwischen den abgestorbenen Zellen auf, ohne das darunterliegende lebende Gewebe zu traumatisieren. Das Ergebnis ist ein sanfter, kontinuierlicher Abtrag der überschüssigen Schichten, der dem Körper signalisiert, dass kein massiver Schutzwall mehr nötig ist, wodurch die Haut langfristig dünner und weicher bleibt. Und Nummer 4: Lanolin und die Lipidreparatur. Wenn Risse bereits tief sind, benötigt die Haut einen Stoff, der menschlichen Hautbarriere so ähnlich wie möglich ist: Lanolin, Wollwachs. Im Gegensatz zu vielen pflanzlichen Ölen kann Lanolin das Doppelte seines Eigengewichts am Wasser binden und bildet gleichzeitig einen schützenden, semipermeablen Film. Es dringt in die Interzellularräume der Hornschicht ein und ersetzt die fehlenden hauteigenen Fette. Dies ist entscheidend, denn rissige Fersen sind oft ein Zeichen dafür, dass die Mörtelsubstanz zwischen den Hautzellen weggespült oder abgerieben wurde. Lanolin stellt diese Flexibilität wieder her und verhindert, dass die Haut bei Belastung erneut reißt, da sie ihre natürliche Dehnfähigkeit zurückgewinnt. Möchtest du jetzt noch wissen, was du auf deine Altersflecken reiben solltest, damit sie für immer verschwinden? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.